dein Plan also auf? Naja, also bis jetzt wollte Ansgar noch nichts davon wissen. Wer weiß. Vielleicht gelingt es deiner Mutter ja doch noch, ihn umzustimmen. Ansgar wird niemals ein Quäntchen seiner Macht freiwillig abgeben. Wichtig ist erst einmal, dass Francesca eingesehen hat, wie unerträglich die Lage für dich ist. Dann wird sie sich auch durchsetzen. Was hast du? Guten Abend. Mutter? Und? Konntest du noch mal mit Ansgar reden? Hast du was bei ihm erreicht? Ich glaube, er braucht noch Zeit. Ja, was heißt das? Ich meine, überlegt er sich noch mal? Nicht direkt. Mach dir keine Gedanken. Ich habe dir versprochen, ich regel das. Naja, nur vorhin hat es sich so angehört, als ob Ansgar es nicht möchte, dass du das regelst. Ja, vielleicht hört es sich erst mal so an, aber du kennst doch Ansgar. Naja, eben. Warum lässt du das mit dir machen? Warum sagst du ihm nicht einfach, dass du ihr das Sagen hast? Aber das habe ich doch. Und es sind ja auch nur noch ein paar Formalitäten zu klären. Formalitäten? Hab noch ein bisschen Geduld, ja? Da muss ich ran. Hallo Carla, warte mal kurz. Fang doch schon mal ohne mich an. Machen wir. Danke, dass du zurückrufst. Ja, es tut mir leid, es ging nicht früher. Kein Problem, du hast bestimmt schon von unseren Schwierigkeiten gehört, oder? Ja, Sebastian hat's mir erzählt. Nathalie, es tut mir so leid. Ansgar ist einfach so ein... Ja, immer wieder für eine Überraschung gut. Carla, es ist mir wirklich unangenehm, aber siehst du eine Möglichkeit, uns zu helfen? Nathalie, nichts lieber als das, aber im Moment... Ich komme noch nicht mal mehr an unsere Konten ran, dank Ansgar. Ja, schon gut, sowas in der Richtung habe ich befürchtet. Check einfach noch mal alles und vielleicht gibt's ja doch irgendeine Möglichkeit. Danke. Komm am besten morgen früh hier vorbei, ja? Gut, bis dann. Offensichtlich reicht es Ansgar nicht, die Holding zu führen. Er muss auch noch andere in den Ruin treiben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Mutter bei Ansgar nichts erreichen wird. Ja, wenn du mich fragst, sie spielt auf Zeit. Sie verschanzt sich in der Bibliothek. Sie weicht dir aus. Das glaube ich nicht. Sie macht schon einen ehrlichen Eindruck. Ich kann mir nur eins vorstellen, dass Ansgar sie mit irgendwas unter Druck setzt. Womit? Ich weiß es nicht, aber da läuft doch irgendwas schief zwischen den beiden. Überleg mal. Er behandelt sie wie den letzten Dreck und sie tanzt unaufhörlich nach seiner Pfeife. Vielleicht hast du recht und er hat wirklich irgendwas gegen sie in der Hand. Und wenn schon. Wenn Ansgar glaubt, dass ich ihm unsere Mutter kampflos überlasse, irrt er sich gewaltig. Na, gut geschlafen? Geht so. Bist du schon am Arbeiten? Check meine Geldanlagen. Wegen dem Brandnass. Hallo. Nathalie, hey. Hi. Ich glaube, ich lasse euch beide mal alleine. Ich muss noch in die Stadt Besorgung machen. Okay. Tschüss. Wir gehen da rein. Okay. Wie geht's Arno? Er ist auf dem Weg der Besserung, aber die Situation belastet ihn natürlich sehr. Es ist klar, Brandner Bau ist ein Lebenswerk. Pass auf, ich habe alles gecheckt. Und? Mehr als 200.000 kann ich im Moment nicht möglich machen. Er wird sich Ansgar nicht zufrieden geben. Tut mir leid. Unsinn. Allein, dass du uns überhaupt was leihen willst. Noch dazu aus deinem Privatvermögen. Es gibt vielleicht noch eine letzte Chance. Meine Mutter hat mir versprochen, dass sie mich unterstützt, aber ich konnte noch nicht in Ruhe mit ihr reden. Ihr braucht also noch ein bisschen Geduld. Jetzt läuft die Zeit davon, leider. Ich rede gleich noch mal mit ihr. Und sobald ich was weiß, melde ich mich, ja? Okay. Mutter! Können wir kurz reden? Im Augenblick ist es wirklich gerade ungünstig. Aber es ist dringend. Freunde von mir brauchen wirklich Hilfe. Die Schuhe müssen abgeholt werden und ach ja, den Anzug lassen Sie bitte reinigen, ja? Sehr wohl. Danke. Das ist nicht nötig. Seltsam, da dachte ich, bei den Brandners wäre Geld gerade sehr gefragt. Hallo, Ansgar. Oh je.
Was ist denn mit dir passiert, Schwesterchen? Das sah auch schon mal besser aus. Och, danke der Fürsorge, aber mir geht's blendend. Wirklich? Dabei wirkst du ein bisschen so, als wärst du jahrelang nicht an die frische Luft gekommen. Aber sonst hast du keine Probleme. Hm? Naja, vielleicht täusche ich mich ja. Naja, wie auch immer. Plaudert noch schön. Komm, wir gehen in die Bibliothek, da sind wir ungestört. Ich muss jetzt leider wirklich los. Aber es dauert doch nicht lange. Es geht nicht. Tut mir leid. Verstehe. Tja, Liebe und Arbeit unter einen Hut zu bringen, das ist nicht einfach. Weißt du, manchmal träume ich davon, ein kleines Hotel zu betreiben. Zusammen mit Carla. Irgendwo, wo es ruhiger ist. Vielleicht auf eine einsame Insel. Guten Tag. Guten Tag, Frau von Lahnstein. Hallo. Ich bin gleich bei Ihnen. Ja, das kann ich gut verstehen. Ihr beide weit weg, ohne Stress. Carla bestimmt auch nichts dagegen. Nur leider wird das wohl für immer ein Traum bleiben. Ach, wer weiß. Also ich werde auf jeden Fall euer erster Gast sein in diesem Hotel. Darf ich Ihnen schon etwas bringen lassen? Entschuldigen Sie, mir fällt gerade ein, ich habe was vergessen. Etwas durch den Wind, die liebe Gräfin. Hast du dich eingelassen? Du weißt doch, wie perfide Ansgar ist. Darauf eingegangen. Ich bin zu Ansgar gefahren, dann haben wir zu Abend gegessen und dann bin ich... Dass du überhaupt dahin gefahren bist. Ich habe einfach keine andere Möglichkeit mehr gesehen. Versprich mir bitte, dass du dich nie wieder zu sowas hinreißen lässt, ohne mit mir vorher darüber zu reden. Na, so verzagt die Dame? Wir wären gern allein. Tja, wenn das so ist. Was hat der Matthias dazu gesagt? Er hat gesagt, dass er mir glaubt. Dein Glück. Aber ich kenne ihn. Es hat ihm ziemlich den Boden weggezogen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich hoffe nur, dass da nichts zurückbleibt bei ihm. Schließlich geht es Ansgar genau darum, unserer Beziehung einen Knacks zu geben. Guten Tag, die Herrschaften. Sie möchten einen Platz im Restaurant? Ja, meine Mutter und ich. Ja, ich schaue, welcher Tisch als nächstes frei wird. Einen Moment Geduld, bitte. Ja? Carla, du auch hier? Bin schon weg. Hast du noch gearbeitet? So sieht's aus. Ansgar, was ich dir noch sagen wollte. Du bist ein widerliches Schwein. Er hat seine Ex-Frau erpresst, damit sie noch mal mit ihm ins Bett geht. Hat er dir das nicht erzählt? Aber warum auch? Das würde ja das Bild des Mustersöhnchens ins Wanken bringen, nicht wahr? Oh, damit hätte ich keine Probleme. Ich frage mich vielmehr, warum du dich darüber eigentlich so aufregst. Hast du nichts Besseres zu tun? Glaub mir, ich würde mich gern anderen Dingen widmen. Ach ja, ich vergaß. In der Holding hast du ja auch nicht mehr wirklich viel zu sagen. Tja, da kann einem schon mal langweilig werden. Ansgar, bitte. Früher oder später bin ich wieder Chefin der Holding. Da kannst du dich drauf verlassen. Bitte, so kann das doch nicht weitergehen. Ja, das wird es aber, solange du ihn nicht abgesetzt hast. Kannst du mir bitte mal erklären, was das für eine Geschichte war, von der Carla gestern gesprochen hat? Mit deiner Ex-Frau. Wenn man dich so erlebt, könnte man fast glauben, du wärst unsere Mutter. Ich habe dir schon mal gesagt, sorg dafür, dass Carla ihre völlig unsinnigen Bemühungen um die Holding endlich aufgibt. Dann herrscht dir Friede, Freude, Eierkuchen. Und der Rest geht dich nichts an. Ich denke nach wie vor, es wäre das Beste, wenn Carla und Stella gemeinsam irgendwo Dann hingehen. sorg doch einfach dafür, dass es auch passiert. Ja. Aber als ich dir neulich von der Idee mit dem Hotel erzählt habe, wolltest du nichts davon hören. Irrtum. Ich habe nur keine Lust, Geld dafür auszugeben, dass meine Schwester mit ihrer kleinen Freundin irgendwo ein neues Leben anfängt. Dass Carla hier weg muss, ist doch schon lange klar. Wir wollen doch auch mal nicht vergessen, dass es doch auch für dich das Beste wäre, wenn sie möglichst bald hier verschwindet. Und zwar bevor sie merkt, dass du nur eine Hochstaplerin bist. Ich werde mich darum kümmern. Auch ich habe Kontakte in Shanghai. Die könnte ich nutzen. Wäre ganz hilfreich, wenn es funktioniert. Dann weißt du, wenn nicht, dann müsste ich mich um Carla kümmern und das könnte unangenehm werden. Du weißt, was ich meine.
Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht. Probleme? Natürlich nicht. Nicht wahr, Mutter? Ja, sicher. Alles in Ordnung. Das Gesicht von diesem Typen, das werde ich so schnell nicht vergessen. Er hat wahrscheinlich gedacht, dass er letztes Stündlein geschlagen hat. Zum Glück ist es ja noch mal gut gegangen. Bremsen war noch nie meine Stärke. Okay. Was ist los? Was soll sein? Klar, nichts. Ich bin einfach nur ein bisschen müde. Müde. Du bist nicht länger als 10 Minuten gefahren und den Rest der Zeit hast du dich auf die Bank gesetzt und Löcher in die Luft gestarrt. Das stimmt gar nicht. Ich habe dir zugeschaut bei deinen Kunststücken. Ach, Carla, wie lange soll denn das noch so weitergehen? Und was denn? Dass du mit deinen Gedanken nur bei Ansgar bist und bei diesem elenden Kampf um die Holding. Du glaubst also, ich bin so leicht zu durchschauen, ja? Für mich schon. Ach, mir gefällt das selber nicht. Ja, dann vergiss das Ganze doch mal ab und zu. Das ist nicht so einfach. Und wenn ich dir dabei helfe? Die Sonne scheint, wir hatten einen tollen Tag. Du hast so viel, worauf du dich freuen kannst. Ja, du hast recht. Aber Ich kann Ansgar nicht so einfach gewinnen lassen. bitte. Aber wenn du dich von diesem Streit auffressen lässt, dann hat dein Bruder erst recht gewonnen. Yes, of course. I will think about it. And I'll call you back. Shanghai. Alles in Ordnung mit Ihnen? Ja, natürlich. Mir scheint, dass Sie etwas beschäftigt. Ja, also eigentlich, ich habe gerade einen Anruf aus Shanghai bekommen. Aus Shanghai? Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie die auf mich gekommen sind. Aber ein großes Hotel dort sucht eine neue Direktorin. Und sie haben mir die Stelle angeboten. Dann gratuliere ich ganz herzlich. Das ist ja wunderbar. Danke. Aber wirklich begeistert wirken Sie nicht gerade. Es ist genau das, wovon ich immer geträumt habe. Aber dann ist das doch eine großartige Gelegenheit für Sie. Doch, schon. Und mir. Das ist einfach so gut. Das kann ich doch nicht aufgeben, nur um Karriere zu machen. Kann Carla denn nicht einfach mitkommen? Nach Shanghai? Was soll sie denn da machen? Shanghai ist nicht nur aufregend, sondern ist auch einer der interessantesten Kunstmärkte Asiens. Also ich glaube nicht, dass sie sich da langweilen würde. Carla wird Königsbrunn nicht verlassen. Jedenfalls im Moment nicht. Aber dieser ganze Streit hier kostet sie doch unendlich viel Kraft. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass Carla den Kampf um die Holding einfach so aufgibt. Es ist die Frage, wo sie glücklicher wäre. Sie beide. Carla macht das doch alles nur aus Pflichtgefühl ihrem Vater gegenüber. Was wollen Sie damit sagen? Etwas mehr Egoismus würde ihr gut tun. Carla sollte mehr an sich denken. Das sage ich ihr ja auch immer. Dann wäre doch ein Neuanfang in Shanghai eine Möglichkeit. Sie riskieren nichts, wenn Sie mal mit ihr darüber reden. Manchmal beneide ich dich richtig. Ach, Leonhard, weil du weit weg bist und die ganzen Intrigen mit Ansgar eh nicht mehr mitkriegen musst. Weißt du, es könnte alles so schön sein mit Stella und Sophia, aber irgendwie... Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Euch besuchen, ja. Ja, vielleicht. Für ein paar Tage. Ja, ist gut. Dann grüß Sarah von mir. Ja, tschüss. Du willst Leonhard besuchen? Ja, wenn ich mal ein paar Tage Zeit hätte. Du kannst dir doch die Zeit nehmen. Genau, damit das alles noch größer wird. Weißt du,
Manchmal bereut man später, wenn man sich nicht die Zeit genommen hat für das, was einem wirklich wichtig ist. Was du nicht sagst. Carla, du musst dir selbst auch mal was gönnen. Dich ausruhen. Und es gibt so viel zu erleben. Ach, ich bin immer so gerne gereist und habe mit Begeisterung fremde Länder und Kulturen kennengelernt. Ja, ich auch. Eine Kreuzfahrt durch die Karibik. Das wäre doch traumhaft. Oh, Entschuldigung. Nein, nein, kommen Sie ruhig rein. Ich wollte sowieso gerade gehen. Na, dann lasse ich euch mal allein. Danke. Na, gibt's was Besonderes oder hattest du einfach nur Sehnsucht nach mir? Carla, ich muss mit dir reden. Was denn? Man hat mir die Leitung eines Hotels angeboten. Ach ja? Das ist ja großartig. Hier in Düsseldorf? Nicht ganz. Wo dann? Was hältst du davon, wenn wir einfach alles hinter uns lassen und nach Shanghai gehen? Shanghai. Genau. Dort fangen wir ganz von vorne an. Nur du, Sophia und ich.